Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich aus meinem neuen Buch Auszüge vor einem ausgewählten Werk der Ausstellung. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Das Bild, das Sie sehen, kommt von dem deutschen Künstler Bernhard Kölbel. Granelli, Sizilien, Donnerstag, 27. Dezember 2018. Im Umfeld des unruhigen Ätna bebt die Erde. Ein neuer Risskrater von mehr als 2,5 Kilometern Länge klafft an einem Nebengipfel. Der Vulkan rüttelt weiter an der Insel, er erhitzt sich und bricht an manchen Stellen auf. Bisher wurden 28 Menschen verletzt. Gemäß der offiziellen behördlichen Angaben sind wegen der Schäden infolge der Erdstöße mehr als 400 Menschen vorübergehend obdachlos geworden. Während Coco von Zeit zu Zeit zittert und sich sichtlich fürchtet, vollziehen sich diese Beben unterhalb unserer menschlichen Wahrnehmungsschwelle. Wir stehen im rotwangigen Morgen, riechen frische Seeluft und machen uns früh auf zu einem langen Strandspaziergang. Max bleibt zunächst zu Hause, denn er hat sich einen Schnupfen eingefangen. Nach dem Frühstück fahren wir los, möchten für ihn ein Medikament besorgen. In Pozzallo werden wir fündig. Wir kennen den Namen aus der Presse und weil wir uns für Reise- und Niederlassungsfreiheit für alle Menschen auf diesem Planeten engagieren. Welche Ideologie, welche Religion, Staats- oder Wirtschaftsform besitzt das Recht, mich oder auch andere Menschen in unserer Bewegungsfreiheit einzuschränken? Ich meine keine. In Pozzallo kamen im Verlauf der letzten Jahre viele tausend Migranten aus Nordafrika an Land, Tote und Lebende. Wer noch sprechen konnte, beantragte Asyl. Uta, die sich bereits unter eigener Regie und gemeinsam mit Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V. für menschenwürdige Lebensumstände der Flüchtenden engagiert hat, lotst uns zum Hafen. Wir werfen Blicke hinüber zu Booten und kleinen Schiffen mit arabischen Lettern beschriftet, kaum versteckt hinter hohen Zäunen, flankiert von militärischem Gerät und uniformierten Männern. Die schwimmenden Kisten lagern im Wasser, gesichert wie in einem Gefängnis. Auf einigen der Fluchtfahrzeuge registrieren wir Reste von Textilien. Zeugnisse einer der geschichtlichen Invarianten. Gesprächsfetzen schießen mir durch den Kopf. Die Familien meiner väterlichen Vorfahren waren auch Flüchtende. Nachdem es ihnen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und noch später gelungen war, unter Lebensgefahr und schrecklichen Entbehrungen das Gebiet der späteren Bundesrepublik Deutschland zu betreten, sahen sie sich mit Ausgrenzung und Beschimpfungen konfrontiert. Viele Menschen im damaligen Deutschland glaubten, in ihnen eine kulturelle und materielle Bedrohung zu erkennen, denn es herrschte Mangel an Nahrung, Wohnraum und Kleidung. Hinzu kam ein vielerorts unverhohlen zur Schau getragener Rassismus. Menschen, die aus Mittel- und Osteuropa kamen, wurden landläufig als fremd und minderwertig wahrgenommen. Eine Integration in die deutsche Nachkriegsgesellschaft gelang den meisten von ihnen nur langsam. Auch damals gab es viele Menschen, die den Flüchtenden geholfen haben, die daran geglaubt haben, dass die deutsche Gesellschaft es schaffen würde, Millionen von Flüchtlingen aufzunehmen und sie in Brot und Arbeit zu bringen. Meine Großeltern der Mutterseite aber vertraten die rassistische Position. Und sie haben versucht, den Flüchtenden
Flüchtenden das Leben schwer zu machen. Sicher eingebettet in eine Gruppe Gleichgesinnter, lehnten sie alles Fremde ab, dunkle Haut, Lebenssitten, die von den ihrigen abweichen, andere Religionen als die römisch-katholische, Sprachen, die sie nicht verstanden, das heißt alle außer Deutsch. In seiner Abneigung gegen alles Nicht-Deutsche kannte mein Großvater keinerlei Unterschiede zwischen Menschen etwa aus Syrien, Afghanistan oder Polen. Wir verlassen das Hafengelände. Jeder hängt seinen Gedanken nach.